Erkenne dich selbst. In dieser Serie widmen wir uns der Selbsterkenntnis und stellen uns den Grundfragen des Lebens. Die erste Frage: Wer bin ich? Auf unserem Pfad in die Meisterschaft im Leben ist die Selbsterkenntnis einer der wichtigsten Meilensteine. Und so ist es nicht verwunderlich, dass laut Überlieferung die Worte „Erkenne dich selbst“ bereits am Eingang zum Apollo-Tempel in Delphi standen. Denn nur wer sich selbst erkennt, kann sein Schicksal in die Hand nehmen und sogar darüber hinaus wachsen. In diesem Video werden wir uns der Frage „Wer bin ich?“ schrittweise annähern und diese für uns beantworten. In diesem bewusstseinserweiternden Prozess legen wir den Mantel der Täuschung ab und dringen so zur Essenz dessen vor, was uns ausmacht. Erst wenn wir wissen, wer wir sind, können wir für uns selbst einstehen und unser volles Potenzial entfalten. Erst wenn wir wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen, können wir unser Leben in Eigenverantwortung und Freiheit annehmen und zur Vollkommenheit geleiten. Wer bin ich, ist eine Grundfrage des Lebens, welche meist nur oberflächlich beantwortet wird. Und es ist gerade diese Oberflächlichkeit, die bei den meisten ein Gefühl der inneren Leere und Rastlosigkeit zurücklässt. Doch anstatt uns dieser inneren Leere zu stellen und zu versuchen, sie zu ergründen, verlieren wir uns in der glitzernden Außenwelt mit ihren wahrlich leeren Versprechungen und flüchtigen Verheißungen des Alltäglichen. Wenn wir uns selbst nicht verstehen und erkennen, können wir unseren vollkommenen Selbstausdruck nicht leben und werden nie den Frieden in uns finden, genug zu sein. Der Grad unserer Anpassung an gesellschaftliche Normen und Zwänge dient als einzige Quelle der Anerkennung und wird uns bereits früh durch das Prinzip von Lob und Tadel beigebracht. Gleichzeitig merken wir nicht, dass wir uns dadurch zum Spielball der äußeren Umstände und Meinungen anderer über uns machen und somit von vornherein die Kontrolle und Verantwortung über unser Leben abgeben. Dabei verleugnen wir unser ureigenes Sein und folgen blind jenen Verheißungen und Versprechungen, welche die Gesellschaft als erstrebenswert ansieht. Irgendwann erkennen wir desillusioniert, gleichwohl durch Erfolg oder Misserfolg, dass wir nie bei uns ankommen können, solange wir vor uns selbst weglaufen. Und so fühlen wir uns oft missverstanden und fehl am Platz. Und mit vielleicht wenigen Ausnahmen scheint uns niemand wirklich zu sehen, zu verstehen und uns so in unserer Essenz bedingungslos anzunehmen, wie wir sind. Das liegt vor allem daran, dass wir es selbst auch nicht wissen und unsere Außenwelt dies lediglich widerspiegelt. Und so sind wir oft im Außen auf der Suche nach uns selbst. Wir fragen andere nach ihren Meinungen, was wir tun und lassen sollen, wie wir besser oder gescheiter werden können. Doch wie können uns andere Menschen, die unser wahres Selbst nicht kennen, weil wir es ihnen nicht zeigen können und oft mit ihren eigenen Schmerzen und Problemen zu kämpfen haben, wie können diese Menschen
uns dabei helfen, uns selbst zu finden und herauszufinden, wer wir sind? Die Antwort ist, dass sie es nicht können und auch niemand sonst. Und wir wissen oft bereits, dass die Antworten auf unsere Fragen nur in uns selbst zu finden sind. Indem wir nach innen schauen, zentrieren wir uns in unserer eigenen Mitte und drehen uns nicht länger im Kreis um uns selbst. Und so wie uns andere Menschen nicht helfen können, so können auch die uns vermittelten Glaubenssätze und Annahmen, all das im Laufe des Lebens angesammelte Wissen und alle Meinungen, Ideen und Konzepte nur bedingt weiterhelfen. Erst wenn wir uns all dessen bewusst werden und loslassen, schaffen wir den Raum für die Selbsterkenntnis. Die Meinungen und Ansichten anderer haben uns unser Leben lang geformt und Entscheidungen treffen lassen, die nicht aus uns selbst heraus erwachsen sind. Die so aufgebaute, nach außen projizierte Persönlichkeit, unsere Identität im Außen, spiegelt dann nicht unser wahres Selbst wider, sondern ist nur ein Zerrbild, ein Schatten unserer Essenz im Innern. Um unserer Essenz auf die Spur zu kommen, müssen wir all die Schichten ablegen, die wir im Laufe des Lebens bewusst oder unbewusst angelegt haben. Wie bei einer Zwiebel arbeiten wir uns so von außen nach innen vor. Diese Schichten haben weniger mit uns selbst zu tun, sondern sind vielmehr Ausdruck dessen, womit wir uns identifizieren, und sind letztlich nur ein Ersatz für unser wahres Selbst, können dieses aber nie ersetzen oder ihm gerecht werden. Das liegt daran, dass alle Identifikationsobjekte immer in sich begrenzt sind. Unser wahres Selbst hingegen grenzenlos ist, wie wir noch sehen werden. Die erste Schicht bezieht sich auf unsere Identität im Außen. Die Frage danach, wer wir sind, wird meist zuerst mit unserem Namen beantwortet, gefolgt von weiteren üblichen Identifikationsobjekten wie Titeln, Abschlüssen, Berufen, Errungenschaften und sonstigen Statussymbolen, aber auch unserer Familie und Herkunft, sowohl im positiven wie im negativen Sinne. Diese Aufzählung könnte noch weitergehen, doch ist all diesen Objekten gemein, dass sie von außen kommen. Je stärker die Bindung mit diesen Objekten im Außen ist, umso größer ist auch die Angst, diese und somit auch unsere Identität, unseren Selbstwert zu verlieren. Wir fürchten dann, nicht mehr wir selbst zu sein. Somit beruht unser Selbstbild dann ausschließlich auf äußeren Objekten und Faktoren, die sich unserer direkten Kontrolle entziehen. Der Versuch, durch Machtausübung und Kontrolle der äußeren Umstände die eigene Identität zu beschützen, ist die Ursache zahlreicher Konflikte auf privater und globaler Ebene. Nur deshalb, weil die handelnden Personen ihre Identität im Außen suchen und bedroht sehen. Irgendwann merken die Menschen, dass kein Objekt oder kein Selbstwertersatz im Außen je genug sein können. Wenn wir sodann materiell gesättigt sind oder aber auch scheinbar abgehängt und ohne Besitz, dann stellt sich irgendwann die Sinnfrage hinter unserem Streben. Betrachten wir nun alle im Außen gesammelten ideellen und materiellen Errungenschaften,
So können wir uns zwar mit ihnen identifizieren, jedoch kann keines dieser Objekte und Ideen uns erkennen lassen, wer wir sind. Diese Ideen sind wie Kleider, die wir am Körper tragen. Sie schmücken uns, dienen uns für eine gewisse Zeit, aber wir können sie jederzeit ablegen und austauschen, ohne dass wir dabei uns selbst verlieren und verleugnen. Wir schlüpfen einfach von einer Identität in eine andere. Somit gilt für die erste Schicht: Ich habe eine äußere Identität, aber ich bin nicht meine äußere Identität. Wenn wir also unsere äußere Identität abgelegt haben und nun nackt vor dem Spiegel stehen, sehen wir die zweite Schicht, unseren Körper. Er trägt uns durch unser Leben und lässt uns Erfahrungen machen. Doch haben die wenigsten Menschen ein uneingeschränkt positives Verhältnis zu ihrem Körper. Wieder sind es von außen kommende Ideale, denen wir mehr oder weniger entsprechen wollen, je nachdem, wie stark wir uns mit unserem Körper identifizieren. Eingriffe oder besser Angriffe gegen unseren Körper sind die Folge. Seltsamerweise wird immer gerade das Schönheitsideal angestrebt, welches der eigenen natürlichen Erscheinungsform entgegensteht. Unser Körper ist auch ein direktes Spiegelbild der eigenen unterdrückten Gedanken und Gefühle, welche sich in Unwohlsein und Krankheiten offenbaren können. Krankheiten oder Schmerzen können im negativen Sinne zur Identität mit dem Körper beitragen. Wir sind dann so sehr von ihnen vereinnahmt, dass wir glauben, eins mit ihnen zu sein. Je stärker wir uns mit unserem Körper identifizieren, umso stärker leiden wir in ihm. Das ureigene Sein jedoch ist nicht mit dem Körper identisch und bleibt von jeglichen körperlichen Veränderungen unberührt. Selbst im Extremfall, wenn jemand ein Körperteil verliert, bedeutet das nicht, dass er sich selbst verliert. Jedoch können körperliche Schwächen, Krankheiten und Einschränkungen Katalysatoren der Selbsterkenntnis sein und tragen somit das Potenzial der Heilung in sich. Ehren und respektieren wir unseren Körper und nehmen ihn an, dann ist er uns ein treuer Gefährte und Diener, ohne dass wir ihn für unsere Identitätssuche missbrauchen müssten. Mein Körper ist mein Gefährte und mein Gefährt. Er trägt mich durch die Welt, damit ich mich in ihr erfahren kann. Es gilt somit für die zweite Schicht unserer Identität: Ich habe einen Körper, aber ich bin nicht mein Körper. Nachdem wir erkannt haben, dass wir auch nicht der Körper sind, den wir im Spiegel sehen, wenden wir unseren Blick nach innen, zur dritten Schicht unserer Identität, unserer Innenwelt. In uns sind zunächst unsere Gedanken und Gefühle zu erkennen. Sie kommen und gehen und sind ein natürlicher Aspekt unserer Erfahrungswelt. Beide bedingen oft einander, sodass sie selten alleine kommen. Erst wenn wir an ihnen festhalten, dann können sie ein Teil unserer Identität werden. Wenn Gefühle mit einem Gedanken verbunden sind, dann werden sie zu Emotionen und ein Teil der eigenen Geschichte. Sie bleiben dann so lange in uns aktiv, bis wir sie wieder voneinander lösen und loslassen können. Die wahrscheinlich stärkste Identifikation im Inneren ist die mit der eigenen Geschichte.
Wir speichern unsere Erfahrungen als Gedanken und Gefühle in uns ab und halten sie als Referenz abrufbereit. Gemachte Erfahrungen in unserem Leben prägen unser Selbstbild und auch, wie wir uns nach außen darstellen. Ein starkes Verhaften in unserer eigenen Geschichte kann unser Leben einschränken. Wir sind dann Gefangene des eigenen Narrativs. Der innere Erzähler erklärt nicht immer wahrheitsgetreu die Geschehnisse und übernimmt manchmal die Kontrolle. Und so hören wir uns selbst dabei zu, wie wir die gleiche Geschichte zum wiederholten Mal anderen erzählen. Wir sind regelrecht hypnotisiert von unserer Geschichte. Wie ein großes Rad dreht es sich in uns und projiziert die immer gleichen Bilder vor das innere Auge. Die stark geprägte eigene Sicht auf die Dinge bestimmt unser Denken, Fühlen und Handeln in den immer gleichen Mustern. Am Ende sieht man sich gar als Opfer der eigenen Geschichte und es fällt immer schwerer, sich aus dieser Rolle zu lösen. Dabei dürfen wir erkennen, dass jeder Tag die Chance für einen Richtungswechsel, einen Neuanfang bietet. Ob wir dabei unsere innere Geschichte als Hindernis oder Chance sehen, liegt allein bei uns. Jeder uns gegebene Tag ist ein Geschenk des Lebens an uns, welches wir jedoch nur dann mit offenen Armen annehmen können, wenn wir den alten Ballast nicht länger mit uns herumtragen. Es gilt somit für die dritte Schicht unserer Identität. Ich habe eine Innenwelt, bestehend aus Gedanken, Gefühlen und meiner eigenen Geschichte. Aber ich bin nicht meine Innenwelt. Die Summe aus allen betrachteten Identitäten, Außen, Körper, Innen, können wir als das menschliche Ich bezeichnen. Das menschliche Ich ist also eine Ansammlung von Ideen, Vorstellungen und Perspektiven über uns selbst und wer wir sind, die wir zumeist unbewusst und unreflektiert angenommen haben. Somit gilt im unreflektierten Zustand auf die Frage, wer bin ich, die zusammenfassende Antwort: Ich bin ich. Ich kann all diese Identitäten sein und verkörpern, wenn ich es wähle. Gleichzeitig haben wir durch das Bewusstwerden und Ablegen der eigenen Identitäten, die in der Summe das menschliche Ich ergeben, festgestellt, dass wir diese eben nicht sind. Also, ich habe ein menschliches Ich mit all seinen Schichten, aber ich bin nicht mein menschliches Ich. Wir sind nun an einem Punkt angekommen, an dem wir an die Grenzen der Verstandesebene kommen. Wir müssen den Verstand jedoch nicht verlieren, sondern vielmehr das Wissen direkt für uns erfahrbar machen und über das rein intellektuelle Verstehen hinausgehen. Dazu öffnen wir uns weiter nach innen und expandieren unser Bewusstsein. Wer sich für die Sichtweise öffnen kann, das Bewusstsein außerhalb von seinem Körper, zumindest jedoch jenseits des Verstandesdenkens existieren kann, wird sich auch neuen Erfahrungen und Erkenntnissen öffnen können. Nicht wir tragen unser Bewusstsein in unserem Körper, sondern wir alle sind Teil eines größeren Bewusstseins, welches uns in sich trägt. Somit ist jede Trennung Illusion. Der Verstand will uns über Identitäten definieren und somit begrenzen. Um zu verstehen, wer wir sind, müssen wir jedoch auch das Formlose, das nicht über den Verstand definierbare, mit einbeziehen. Wir müssen also lernen, mit scheinbaren Widersprüchen zurechtzukommen und sie als Teil der Wahrheitssuche und Selbsterkenntnis annehmen. Jede Grenze
ist unserem freien Bewusstsein entgegengestellt und will überwunden werden. Daher haben wir nie genug, wenn wir uns nur mit begrenzenden Identitäten schmücken. Alternativ lassen wir alles fallen und befreien uns vollends von jeglichen selbst auferlegten Begrenzungen. Wenn ich alles ablege, sowohl das, was ich bin, als auch das, was ich nicht bin, bleibt Ich Bin übrig. Im Ich Bin stecken wichtige Schlüssel verborgen, die wir uns nun anschauen werden. Dadurch erkennen wir und erfahren vielmehr die tiefere Bedeutung dieses Ausdruckes und warum wir durch ihn der Selbsterkenntnis und der Frage nach dem Wer bin ich näher kommen. Ich Bin ist zunächst Grundzustand des formenden Geistes Ich und des Seins Bin. Das Bewusste und das Sein vereint zum Bewusstsein. So wie das Licht dem Welle-Teilchen-Dualismus unterliegt, also sowohl Eigenschaften eines manifestierten Teilchen, der Form und einer Welle, formloses Potenzial in sich vereint, so erkennen wir diesen Dualismus in seinem geheilten, nicht-polaren Zustand auch im Ich Bin. Ich Bin ist auch Ausdruck der Gegenwart. Wir sind also durch unsere Frage im Jetzt-Moment angekommen. Im Jetzt-Moment sind wir der beobachtende Geist, der sich selbst erfährt und können so direkt erfahren, wer wir sind. Im Jetzt-Moment leben wir unser unbegrenztes Selbst. Das Jetzt entzieht sich dem formgebenden Verstand. Es lässt sich nicht kategorisieren, da es sich in ständigem Wandel befindet. Halten wir an der Form fest, dann leben wir auch nicht im Jetzt-Moment, also auch nicht bei uns selbst. Je intensiver wir lernen, den Jetzt-Moment zu leben, also unseren Geist in diesen einfließen zu lassen, umso mehr wächst auch unsere Vorstellung darüber, wer wir sind. Ich bin alles und alles ist in mir. Gleichzeitig bin ich der individuelle Selbstausdruck des Geistes, aus dem Grundzustand des Ich Bin heraus. Somit kommen wir zu der Erkenntnis, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin, ist gültig in jedem Moment und doch stets neu, ist zugleich universell als auch individuell anwendbar. Ich bin, der ich bin, ist Ausdruck des unveränderlichen Geistes und zugleich Ausdruck immer neuer Formen und des ständigen Werdens aus der Wirkebene des Geistes heraus. Ich bin, der ich bin, bedeutet sowohl für sich selbst bedingungslos einzustehen und sich so anzunehmen, wie wir sind, als auch alle anderen Menschen genauso anzunehmen, wie sie sind. Dies ist das, was uns alle miteinander verbindet und gleichzeitig die individuelle Freiheit leben lässt. Ich bin, der ich bin, ist auch der überlieferte Name Gottes. Wir sind eins mit der Urquelle allen Seins und werden uns dieser Verbindung bewusst. Durch unseren vollkommenen Selbstausdruck dienen wir dem Alles. Ich bin, der ich bin, ist sowohl offene als auch abgeschlossene Erkenntnis und zugleich ein fortlaufender und ein in sich ständig wie eine Spirale nach oben hin entwickelnder und ausdehnender Prozess. Wir sind dadurch ständig aufgefordert zu definieren und zu manifestieren, was diese Aussage für uns in diesem Moment bedeutet. Dabei bleiben wir in all unseren Ausdrucksformen und Erfahrungen stets in uns zentriert. So übernehmen wir die Verantwortung
für alle Aspekte unseres Seins in jedem Augenblick. Ich bin, der ich bin, ist die gelebte Erkenntnis des sich selbst erfahrenden Geistes und somit ohne Anfang und ohne Ende, immer gleich und doch anders, uralt und doch stets neu. Sie ist sowohl Ursache als auch Antwort auf die Frage, wer bin ich?